So wie wir even gaan nu naar deze klas, wo Gott an uns nachcheckt, wer wir sind und was wir tun. Nie sagt das, wir hören das Summarius von, dort wir sind der Tempel Gottes, das sagt die Bibel ganz klar. Er hat uns die gekauft und er selbst will an uns wohnen. Die Verse habe ich alle gelesen, das ist uns klar. Warum, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir uns Leben Christus übergeben haben und wir sind fast im Glauben auf ihm, und das sagt in der Bibel, dass wenn wir von Gott geboren sind, dann dürfen wir nicht mehr sündigen. Und das sagt, wir haben Macht über die böse Geister. Und das sagt, wenn Jesus in uns wohnt, dann ist Gott sein Sohn in uns, und haben wir nicht mehr sündigen. Und all diese Verse, all diese Versprechungen in der Bibel sind, wo ich dann noch wahre Doll an mein Christenleben? Wo kommt noch wahre Angst an mein Christenleben? Oder ich sehe sogar noch wahre verbittert über some von den Dingen. Und ich kann nicht vergeben. Warum kriege Kinder Gottes Depression? Warum wollen wir mit kämpfen? So, mehrere so eine Frauen ist dort. Und ich will hier nennen, sein als wie wahre wat verstehen ich habe das Bildchen, wenn Gott, Teufel, Körper, Fleisch, Seele und Geist. Und wir wollen hier ein klein bisschen angehen an diesen Zorn. Was ist Zorn und Bitternis? Wir finden Vers in der Bibel, Römer 12, glaube ich, ist es Vers 2, da irgendwo herum. Da ist ein Vers, wo das sagt, dass wir sollen uns sein ernähren. Wir haben eine andere Stelle, ich glaube es ist in Klassen 3, Vers ungefähr 10. Da sagt es, wir sollen uns einen alten Mensch uittragen und die nie antragen. Danach, als ich klar kriege, was Gott will haben von mir. Da sagt es, danach, als mich erinnert wird von dem, wer mich gemerkt hat. So, wir sollen das nie antragen. Andere Vers finden wir, glaube ich, auch in Römer. Wir sollen uns üben an der Gottseligkeit. So, da ist ein Practice, was nur uns Bekehrung kommt, nur unsere Wahrheit wird, nur da, wo wir Christus angenommen haben, wo wir entschlossen haben, Gott zu dienen, nur dem braucht wir diese Dinge zu tun. Kolosser 3 von 1. Vers, wenn wir wirklich von Gott geboren sind, wenn wir wirklich gestorben sind zu den Sünden, wir sind lebendig geworden zu Christus. In Christus sein Leben fängt an uns zu offenbaren, für Feier. Dann sagt er, mag die Glieder dort, wo wir sind. So, und dort wollen wir von das reden. So, wenn wir mal bei uns Zorn denken. Viele von uns Männer und auch früher, wir haben Trouble mit Dollwort. Wenn es mit einmal überdragt wird, und die Kinder sind nicht gehorsam, oder der Mann kommt zu lot, oder die haben am Finger gekillt, oder die Eier sind schwarz gebrot, oder die Maus ist gekappt. Whatever wir wollen an, dann mit einmal dann proselt es auch noch bei Mühle. Bullet. Was passiert? Ich sehe ein Kind Gottes, was kann das? Wir brauchen eine Übung an das Christenleben. So als die Geschichte ist von das Volk Israel, von Ägypten bis Kanaan, das ist ein feines Bild, was das sein wird, wo wir von der teuflischen Macht, von Pharao, Gebungenheit an Ägypten loslassen, wo wir reingewaschen worden von das alte Leben durch das Rote Meer, da wo Pharao ist der Teufel in uns Leben versaubt. Dann weten wir, dass wir nicht ewig, dass dir nicht lang, dann jammeriere das Volk war, wenn das nicht wuta. Dann ging es waren Mose, und jammerierten, unzufrieden, grunzten. So krank ist das ähnlich mit uns Christenleben. Das kämpft waren an. Warum? Was sage ich? Mir jankert jüns am Rotz zu geben von der an.
dat je van daar aan kan Klarheit kriegen en practice daarbij. Übt euch, fangt dan aan eens te denken. Dal worden, dat is een denkboek, we wel een beetje van reden. We vingen in Epheser 2 vers 3 zegt, van Natur zijn we alle Kinder van Zorn. Alle hebben de aanstelling van dal worden. Epheser 4 26 zegt, zornet ihr so sündigt nicht. Wenn je dal worden, dann dood abpassen, dat je niet sündig worden. Laat de zon niet ondergaan aan die Zorn. Oh, we kunnen deze natuurlijke zon nemen, wat van der und der bald wat ondergaan, maar klar dat die Zorn niet was verder ondergaat. Dat is een fijn Beispiel, maar ik geloof veel daran wirklich om te denken, dat du, wenn die Zorn niet was, die Friedenszon laat ondergaan. En du warst in deze Dienstnis aankomen, zoals we in Hebräer een vers vingen van verzeem nicht deze Gnade. Wenn du in das Zorn ankommst, dann denk an, du hast die Gnade versäumt. Da warst du da. Und wenn das passiert, dass du diese Gnade versäumt, was meint das Gnade versäumen? Die Gnade von Jesus Christus annehmen, dass ich habe Vergebung bei ihm, ich brauche nicht, und ich kann Vergebung geben. Warum warst du da? Was ist die Ursache? Römer 4, Vers 15, da sagt das Wort, das Gesetz wirken hat. Paulus schrift van, wenn das Gesetz nicht da wäre, dann würde er nicht weiter, dass er Sinn gedeiht. Wenn das Gesetz nicht sieht, lot ihn nicht gelasten an das Wort, dann würde er Last und nicht Sinn. Dann würde er nicht schaffen, dann würde er nicht weiter, dass es Sinn wäre. So wir fingen von das Gesetz, lehrt uns, was Sinn ist, was Ehre ist. Und hier sagt in Römer 4, Vers 15, das Gesetz verursacht den Zorn. Nu ja, mir da ein klein bisschen das so zu erklären, dass so, wenn das Gesetz Zorn verursacht hat, dann kannst du zurückgehen und mal checken, warum du da warst. Was die Ursache, dass mir was euert, dass mir was explodiert kann sein. Warum das? Well, er zijn verschiedene Ursachen, waarom we da waren. Ik glaube, we hebben zo'n ding als onverhofstig wat er passiert. Dan vlammen we op van binnen. En dat komt manchmal wat over de tong. Dat maak ik in mij. Ik maak dat in andere mensen. Dat maar eenmaal heeft in zo'n gezegd, dat zij niemals worden zijn, hij had te zijn. Maar er voort dat uit. En van waar wordt dat gedreven? Van de gevoelens. Van de feelings wat mensen heeft, zum Beispiel, die vereigelegt wordt. Mir ist das noch immer interessant, ein Goudet belebt, ist nicht gleich zu vertellen, because of ein Goudet. Ich hatte diese Klotz groß gehabt, wenn das ein Zorn, und was der Mensch manchmal das, wenn der sich am Finger durch, da irgendwas anderes passiert, dort Mensch dann noch manchmal hastig was sagen hat. Und ich und der Direktor in Bolivia, wo ich die Klasse gehabt, wir saßen in der Office, und wir vertalte da, dann bringt meine Frau mir da ein Glas mit Peanuts, uitgepilde Peanuts. Sehr schöne Peanuts, was wir in Bolivia haben, die sind mit Salz und ich weiß nicht, was er andere essen, mit einem Flavor bei. Ich lege die so, sie brachte uns das Glas. Und somehow, ich weiß nicht, ob sie oder ich oder wer immer, da hat einmal aufgedreht und wir die Schrift Mess da boven. Und ich fällt da bloß an das Glas, ist dort an die Schrift und hauft das ab und mit dort knallt das dann an der Flur, fährt mir ein bisschen von ab und dort verspratzt das Glas und Peanuts alle taub. En das Direktor, der lacht da ganz großartig sehr los. Und ich weiß nicht, warum so lacht, wenn dort die Peanuts da alle verstreut werden. Dann fragt er mir bloß, was setzt du? Hat's je gerade die Klasse, dass wir einfach hast, was sei denn? Weißt du, was ich schäme mich ganz gründlich sei. Wenn es nicht hat ich da mal Krieg bewiesen, ich hat ganz klar, wahrscheinlich wäre das schlechte wieder gekommen. Aber ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Na, früher ich an. Na, was seht ich? Weißt du dort weiter früher? Ja, ich sehe ich wohl. Dann sagt er zu mir, das mir leid. So hat ich gesagt. Okay, dann werde ich relaxed. Aber er grillt mich ganz großartig. Ich weiß, er rennt nicht von, was von der Grise wird. Nu würde er deel kommen. Aber das ist ein Ding, was ich merke da. Da kommt hastig was raus. Das ist eine Seite von was entzornt hat.
Das sagt hier, wann wir zornig waren, dann doch nicht Sünde. Und dat plötzlich über die kommen. So dat, wann ein Kind gorstig ist. Oder ein Kind hupst, wann worauf und knallt sich der Kopf twijzer het bloot rand. Dann habe ich, und ich zei dat in Psalm 40, die waren dal, wenn sie dat zijn. Eerstens verschrocken, tweedens een groot eigenlijk, derdens dat komt een zorn hing erom. En ik had het maar gezien aan 40, die doen dat kind aan, ter wat wist du daarboven, niet? Dat is een zorn, waarom gest du dan op? Dat is wat er passieren heeft. Maar dat is nodig dat we oppassen wat er passieren heeft. En hier, om deze ding ver te benen, wat ik groots van mezelf vertaal, bruk we te even, dat we niet im Gesetz leven. Wenn's das Vers sagt ganz klar, dat Gesetz verursacht Zorn. So, wenn ich nicht will zornig worden, das ist ein Geheimnis, was zu finden, das ist ein Goldarmer, wo ich laats von reden. Das ist was zu finden, was uns helfen wird, dass wir nicht derbe zornig worden, und das ist von der an Praxis eine Gnade zu leben, und das steht am Gesetz. So, an all die Gnade, was Gott mir gegeben hat, wo ich kann an mein Jes frei und freudig worden, als het zelfste wat ik kan wiedergeben. Wiederdrehen. En meine Einstellung von Anfang an so merkt, dass ich nicht gesetzlich denke. Ich brauche meine Gedanken, mein Sein am anderen, so die sage, erneuert, erneuern. Von het Leben, was ich natürlich abgewassen sehe, brauche ich mein Sein zu erneuern, dass ich anders denke. Und das ist gnädig denk, dann steht gesetzlich denk. Und hier kommen diese einfache Dinge über Deel, wenn wir denken an unsere Kinder oder an Snowboarder, mein Partner, wem immer, wenn ich something verlangt, dass dat, dann mit ein gnädiges Gefühl am Frauen, was du das tun für mich? Das ist eine Gnade. Das Charakter Gott, der zu uns, durch Jesus Christus von der, dass er sagt, weil je mein Leben ha. Hier ist das angeboten. Du kannst die wählen. Die Einstellung zu haben an hem. Mein Partner gegenüber, dass ich in all diese Dinge mein Sein drehen da, was du mir Kaffee machen. Was du für mich Ankersreit machen. So auch zu den Kindern, weil die helfen abwaschen. Das ist eine Einstellung. Weißt du, wenn dort ist, dann gebe ich immer eine Chance für die nächste Person. Er kann sich wählen, das zu tun oder das nicht zu tun. Wenn ich sage, Gott muss Ankers merken, das hat eine Action von einem Gesetz. So, an mein Gefühl, das ist das schaffen, ich sage, Gott muss Ankers merken, und meine Frau das nicht, dann warst du ein Zorn ab zwischen mir und Arbeit, because sie fehlt, wenn es das Gesetz sagt doch, offenbart der Sinn. Sie fehlt und drückt das zu tun, wenn ich nicht, dann ist es Sinn. Und wenn ich dir die Gelegenheit gebe, weißt du, dass ich auf eine Einstellung von sie kann wählen, was sie will. Und hier ist ein Geheimnis zu finden, wo ich glaube, wo uns fehlt zu lernen. Dass man auch die Frauen da, ein Leben hat von die Frauen, was du mir helfen. Und diese ganze Einstellung ist da. Dann switch ich die Kontrolle von Leben an die an. Das ist was ich tue. Ich habe an mir die Kraft, die Switch von Leben answitchen, dass ich die aktiv wird. Dann trifft die Leben für mich, Angst zu merken, oder zu besorgen, was immer das ist. Wenn es ich gnädig Frauen tue. Und wenn wir die sehen wollen, andere, dann wird die Zorn weichgehen. Die kann nicht wirken. Krijg so als ein Fisch nicht in der Luft leben kann, der jetzt das simply tut, so als kann der Zorn nicht leben ohne Gesetz. Und das ist, was du nicht durchluren. Wenn du wirst beten, dass Gott dir den Zorn wegnimmt, dann musst du manchmal ein paar Monate und ein paar Jahre luren, bis du wieder da warst, um sein, dass es schafft. Das wird fein sein, ein paar Jahre dir nicht. Wo ist dann weiter geschafft? Du wirst sagen, ich kann nicht reden, ob es schafft, weil ich bin nicht mehr da. Aber wenn du praktisch warst, an dieser Gnade,
dann hast du eine Antwort für die, dass es Zorn nicht schaffen kann. Zorn brückt den Gesetz, und je viel von Gesetz zum Dull werden. Und dort je viel kann du en echt praktiseren. Und das krijgt wir uns Sandbrück zu drehen. Dort wir gnädig denken. So Gott mir gnädig ist, so kann ich gnädig denken. Wir haben in Epheser 4:31 sagt, alle Bitterkeit, Zorn und Geschrei, lot weit auf von uns sein und alle Bosheit. Wo haben wir das? Wir haben gerade in diesem Römerbrief, da haben wir sehr viel von dort Gott hat uns das Gesetz losgeholfen. Das Gesetz ist nicht wahr. Matthäus 5:17. Da sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, das Gesetz wegzunehmen, ich bin gekommen, das zu erfüllen. Und krieg so, würde ich nicht sagen, mit Zorn. Er ist nicht gekommen, uns den Zorn wegzunehmen, er hat uns gekommen, uns die Gnade zu geben, dass wir nicht keine Doll waren. Und er ist gekommen, hat uns eine Freude und Friede gegeben, dass wir nicht mehr keine Better waren. So, die Bitternis wirkt nach Christus erst. Der Zorn ist nach Christus sehr jenem Gesetz erst. Aber er hat uns das Rot gegeben, dem können wir fingen. Psalm 4:5 sagt, zornet und sündigt nicht. Und ich will nicht sagen, dass wir so gnädig waren können sein, dass wenn du die mit der Hand am Finger kielend ist, dass er nicht was abspratzen werden. Das ist ja viele, mag einem hastig was sein. Und wenn wir wollen practicen das, dann wird es so tun, dass wir das denken, weißt du was, das ist nicht, wir haben nicht einmal das gegangen. Das ist ein feines Bild, was ich Ihnen vertelle von mir, dass ich sage, mir ist das leid. Aber ich habe so eine Zeit gehabt, dass das ist, was drin kommt mit dem Müll. Und das ist so, was ich nicht mal sagen will. Because ich kann das nicht mehr. Das ist nicht mehr bekannt für mich. Warum nicht? Wenn ich will mich practicen diese Dinge, dass der Zorn nicht wird singe. Pass auf, dass er nicht wird singe. Dass ich an den Zorn gelotne wieder wird sein. Weißt du was, dann hat der Teufel keine Macht. Schafft nicht. Das ist ein Vers. Wenn der Vers will hier hat, wo wir reden, oder ein Bicycle schlafen, oder auf einem Maske fahren, oder whatever, der kann nicht leben. Und wenn du dem am Wutter hast, dann kann er in einem Lamm schlafen. Und das ist ähnlich mit das. Und das gnädige viel, durcheinander zu practicen, mit Lieder haben. Und ich sagte mein Vater dort, und er sagt, well, das kannst nicht, meine Jungs. Dort weiß ich nicht, wenn die unsere meine Jungs kann, das muss nie nicht so sein, wenn sie würden niemals können schaffen, wenn ich mit Frauen, als sie wollen. Ich musste zum ersten, und zweiten, dritten Mal so laut schreien, dass ich nicht weiter, das ist das Letzte. Dann müssen die, ja nicht. Aber ich sage manchmal, das Geheimnis hier bei den Fingern, ich sehe das an. Ich sage, warum musst du das nicht mal probieren? Weil wir never schaffen. Ich denke, nein, wieder da nicht doll wird. Wir nie nicht schaffen. Aber dann sind die Schwierigkeit mit am Reden, erklären, das Wort lebt, und was wir tun, wenn ich an würde sagen, nicht go fort. Aber ich würde fragen, weißt du, dann wir immer fangen, Dinge an abzudachen. Hier ist nicht Alleinheit. Weißt du was? Nicht mir das klar. Nicht kann ich sein. Und das war wie Brücken. Durch diesen Heiligen Geist, was Gott uns gegeben hat, eine Anstellung von Gnade. Weißt du was? Das ist das ganze Leben hier auf dieser Erde. Die Gnade, was Gott uns gegeben hat, da haben sie Sinn und alles verjagt, hat mit das selbst zu tun. Wie Brücken diese Gnade. Dann sagt er im Psalm 4:5, turnet und sündigt nicht, Epheser 6:4, rätst je Kinder nicht zum Zorn. Kolosser 3:8, lacht alles auf, Zorn, Grimm, Bosheit, Verleumdung aus eurem Munde. Weißt du was, das ist so bekannt, even die Bibel, der redet davon, wenn du da warst, was kommen von der Würde in Müll. Was tust du, wenn die Kinder nicht horchen, die zum dritten Mal sein, das hast du in den Volume nicht abgeschrieben? Schreckst du nicht? Und dort geschrei je auf Bosheit. Manchmal muss es so laut schreien, dass das lauter ist, als die Kinder schreien, dass das wirken hat. Dann haben wir den nächsten Vers, das redet auch von Zorn. Das ist rot, welchen doch gibt. Jemand hebt ab, heil je hang, ohne Zorn und Zwiebel. So, ich vertelle dir laatst die Geschichte von dem Armen, nicht? Wenn einmal wird, wenn die Kinder erst sank und sie struck im Nähen, wo das leicht können den Zorn abwarten, wenn die Kinder da adolescenten bieten sich da einander, rieten sich in der Hohe.
Das wordt een man met het Zorn opvlammen, dat, ja. Dat is waar het eruit komen kan. Wat passiert? Wanneer ze den Zorn de Welle laat, dan schrikt ze nog luider als de Kinder, omdat ze zullen heren dat ze stil zijn en niet meer zanken. En ze dat vielleicht het eerste Mal en het tweede Mal en het derde Mal, weet je wat, dan reizen de vensteren im huis. Sofort los. Aber ist das andere Weg, wenn wir uns denken und heilige hängen, als wir als Männer. Wir haben mal heilige hängen ab, ohne Zorn und ohne Twijfel. Wenn die Mama ohne Zorn und ohne Twijfel, met een genediget gevoel, mal checkt naar die Kinder, wat die sagen, wel, want die zit ook nog hard, aber die waren niet voor het sterven, wenn dat. Laat hij door mal een stootje naar hard. Laat hij door mal een beetje schreien. Daar passiert nicht viel. Aber mal die Leute handchecken und nüchtern sein und sein, weißt du, wenn du dort wirst stehen und fertig schreist, dann wirst du viel besser weiter wohnen zu belehren als das. Ganz die Leute mal checken, Leute da mal mit schreien, seine wird alles der retten, wird alles gekielt. Dann wirst du meist für das Mord gewohnt zu als was viel zu belehren. Dann kannst du gemütlich hingehen und stehen da, besieht mal und checken das mal freundlich an. En wat die Kinder maar eenmaal waren, abchecken en zeggen, oh, mam, als je dicht bent, dat je geschafft dich. Weet je wat dat is? Zo, dat doen we den Zorn doorbrengen. Weet je, deze klaarheid, een belering. En als je een belering, die wil ik je vertellen, ik geloof, ik ga nog niet. Dat is een zeer interessante geschichte, waar ik en mijn broer allemaal zanken deden. En wou ik door help kreeg. Een ganz gelotene mam. En weet je wat ik deed? Oh, dat weer mijn broer zijn schuld, wens die snarkt me zo groot dat ik zei. We hadden hier aan die dag mijn broer wie speelde veel. Nou weet ons die atomic bomb al, dat we een stoot lot, maar dat we een zeer man als jongens in de red. En dan had hij zo'n moed en hij zei, hem zat je ook gehad, maar ik zie dat niet aangeworden. Hij wat zijn. Maar dan speel ik dan met mijn tractor en een trailer en lauter zand op, maar eenmaal schoot het al even, heeft dat kap en stooft en die door. En ik takt los en dan zegt hij, daar hing aan mij atombom. Heb eens een bom gesmeten, dat is alles. Oké, ik recht het al op, kleef dat traag. En dan speelde ik waar en dan stoof het waar los. Dan zegt hij, daar was een atombom. En weet je wat ik deed? Krijgt ze een land voor wanneer de tweede bom komt. Dan voer dat op. En ik ging eraan. En ik holde hem aan, pakte hem van hingen, staat er aan mijn bok, en bijt hem met mijn regen aan, ganz gescheid. Nou schreef hij, rand op naar hem. En ik ging eraan, en van dat wordt niet gevoerd. En ik ging een beetje hingen de wand staan en zielde zo ver en harst. En ik rekende op, ganz ernare strofen. Weet je wat mijn mama weer? Die leefde aan genade, niet in gezats. Dan is hij gekomen en en zei, Danny heeft me om een regen gebeten. Dan zei ze, nou weet je dat niet. Ja, die had. En dan mijn zuster weer ook. En die hoofd dat ham op en dan zei ze, oh ja, man, nogmaal. Dat is karakter zijn wat het heen, dat ganz blijft. En ik hoor het. Nu dacht ik, nu wordt het vlammen, ja? En weet je wat mijn mama zei? Nike, was maar gewoon 2 bak holen, Dani heeft gehongerd. Daar weer een stroof wat ik kreeg. En weet je wat? Wenn ze geloten weer, wist ze zeer goed wer schuld weer. Die wist zeer goed dat mijn broer generikt had. En wat zal eier zijn aangeworden. Dit is wat, weet je wat er passiert? Mijn broer, die roert niet meer en kwam naar mij en speelde weer. Weer even. Ik ga gelijk van jou nog niet om te gaan, je vraag bij hem. Wie gleich aan zijn weg. Maar dit is de gelotenheid, want wie niet zorn doen. Nu wil ik reden van heilige hang opheven. Ik respect mijn mama van een zeer goede, liebende mam. Ik wil niet zeggen, dat is niemand stal geworden.
Aber dat is eine Strophe, wat ik zeer klar behouden heb. Deze Strophe, die we connect met de genade van God. Dat is Gott an ons aancheckt. Nu wil ik niet zeggen, ik ging veel niemals zur Strophe. Zo wil ik je hier aanmerkelijk deutlich melden. Ik geloof aan dat aan mijn kant, ik has sicher, daar fehlt een Strophe te hebben. Aber dat is nodig, dat we aan deze dingen klaarheid hebben. Niet laat ons oprijden. Zo, wanneer ik aan denk en heel je hang opheven, dat is correct dat ik niet de aanstelling van je zaad heb, nu worst u. Ditmaal krijgst du verrakkerd. Ditmaal waar we diemaal traag been. Die gevoelen zijn weg, wanneer we heel je hang hebben. Dan kunnen we je laten ohne Zorn en Twijfel die zaak handelen. Jakobus 1:19, lieve Brüder, seid vorsichtig zum Horchen und langsam zum Red in Zorn. John Eilis, der bringt uns manchmal eine Klasse. Ich habe es von ihm gelehrt, er sagt, Gott hat uns 2 Uhr gegeben, ein Müll. So, du musst noch so viel Zeit brauchen zum Horchen als zum Reden. Und korrekt an dem Zorn. Wenn die den Zorn abheben hat, dan maak klar dat je eerst horchst. Eerst tijd neemt om met beide oren van beide zijden horchen, verder van de maat aanvangst te reden. Jakobus 1:20 zegt, wens de mens zijn Zorn, dat niets wat voor God recht is. Waarom hebben we Zorn? Wanneer we kennen Gottes zijn? Wens we terug om je zaad te gaan. Dit worst is het doen. De Zorn is es dit, de genade is es dit. En ik kan nog steeds zijn, te wat tijd die dat al waren? Kan ik vragen, weet je waarom dit tijd? Weet je waarom wat feils? Is je dat klaar waarom je zanken? How about, wanneer je dat speelt dat je gegeven had, wirst je dan nog zanken? Waarom wirst je hem dat niet geven? So, we kunnen Frauen stellen. Ik zeg manchmal, en dat is genoeg, dat meint niet dat we niet door de Kinder beleren, dat meint niet dat ik eierrechtigheid in je staat met niet dal worden, waarop meine dat is, ik geef de mensen chance zichzelf te verantwoorden, over dat wat hij deed, van kind tot groot. Met Frauen stellen, met de genoeg, daarmee we Zorn wegkrijgen. Ik heb zoveel mal beleefd, en onze counselingarbeid, onze Seelsorgearbeit, wo dat schafft mit Frauen und wo dat schafft mit zij. Wanneer ik vertel je laatst al de geschichte van een man, wat er wel zei, hij komt daar zitten en ik zal hem 1000 vrouwen. Wanneer ik dit man had, en ik viel dat meest voets van hem, dat hij een grote anger, een grote Zorn trouble had. Aber ik deed hem bloos vrouwen, wat hij Geschichte vertaald, en ik kon hem door aan vrouwen, wo feilst du dan? Wo feilst du beim Beten? Wo feilst du Gott en Eva? En dan heette ik juch hem nog niet naar acht nemen. Ik leid arm en scheiden, maar hij zelfs met eenmaal zei, dat ik zie schuldig. Ik kan zijn, hij niet gewist, maar nu kan ik zijn. En weet je wat, wanneer we dat, ik zei manchmal, dan hol we een mensenziel uit dem Diestre uit en lokken am wieder en wieder en wieder am Licht nemen. Maar eenmaal zeg ik dat, nu is het dag, nu is mij dat klaar. Dat is correct zo met de Zorn. Hebräer 12:15, verziemt nicht Gottes Gnade. En dat is wat je zal zijn. Waar we niet Gottes Gnade verziemen aan ons ondereinander. Wanneer we worden Gottes Gnade verziemen, door wordt een betere wereld opwassen, en dat wordt ons dan ook aanvrede geven. En dat is wat tussen eigen lied veelt. Dat is wat een familie fehlt, dat we deze genade, wat God heeft ohne moed voor ons, dat we die ohne moed brücken. Bedingungsloze genade en hem doorleiden. Dan kan ik een betere wereld opwassen. Wat ons later wat aanvrede geven. So, dat je het vers tekenen, Römer 4:15, dat je zaad werkt Zorn. Wanneer du als die anger, die Zorn los zijn, dan brukst du deze genade te brücken, steht dat je zaad. Dan kost du niet dal worden. So, nu hebben we even gaan naar de angst. Hier hebben we nog een beeld wat angst deed. Dat beeld heb ik in het eigen wezen. Ons fleischelijk ik brengt ons angst. En hier hebben we 1 Johannes 4:18. Zeer fijne vers.
Furcht is nicht een Leib. Leib drift de furcht uit. En furcht komt van weidog. Wer Angst heeft, kan nicht leven. So das Vers hat das alles abgepackt. Wenn du ein Problem hast mit Angst, wenn du ein Problem hast an Depression mit Angst, oder du hast ein Problem am Heim, vom Vater oder von der Mom, oder even untereinander, Mann und Frau, das immer das Angst, was wird der Mann sein, wenn er in Haus kommt? Wo wird der Wahre zu mir grünzen? Oder was wird der Früh sein, wenn ich nicht komme? Was der Wahre vergrünzen, über mich, was ich da? Das ist eine Angst dabei. Wenn du diese Angst was los sein, das ist ein sehr feiner Weg, was wir können tun. Wir fingen in 2. Timotheus 1,7, Gott jaft uns nicht ein Jas von Angst, er jaft uns ein Jas von Kraft. So, diese Angst ist sehr feiner Rot. Ein Don't verwahrt. Hast du von Mensch Angst? Oder hast du eine andere Angst? Wenn du wirst anfangen, live zu practicen, und das kostet du von der anfangen. Anfangen, live zu practicen. Zum Beispiel, dann sag ich an Depression, wie ich lebe, dann große Angst. Mir wie immer Angst, ich würde verloren gehen. Wenn ich kann Gott nicht mehr erfahren, nicht mehr feilen. Wenn ich beten darf, mir fällt sich so, ihr Beten ging nicht bei einem Bein. Gott, wir weht auf, ich funk am nicht. Und das gibt mir eine Angst. Und nicht Angst, dass ich Sünde bekanne. Nicht Angst, vor ich noch predige. Nicht Angst, dass ich noch meine Früh. Wo wird es noch mal worden mit mir? Wo wird ich heimkommen? Da habe ich eine große Angst an mir. Und an dieser Angst habe ich lang gelebt. Well, nicht viele Jahre, aber viel zu lang. Mir fehlt sich das nicht Jahren. Aber ich mir einmal erkennen kann, was lebt das? Was Gott sein Arms. Und weißt du, das Bild von diesem Leib, wie an mir ist ein Vision an meinem Kopf, an meinem Verstand, an meinem Sinn, an meinem Hort. Dat ik leeg Jezus in zijn arms, karakter een kleine nieuwgeboren kind, en de mama arms ligt ganz geloten. En mijn beeld wie zo, ik kijk Jezus aan met een schmackend smile naar mij. En daar wie een diepe lijf wat in mijn hart aankink, hoe ik met eenmaal kan overwinnen van de angst. En van daar wieder, dan vang ik aan live te practicen. Ik weet een dag hoe ik zo'n ware diese Angst dann komme. Ich habe das manchmal so eine Wald, jedenfalls ich mich so. Dann wird bloß eine Angst und ich weiß nicht von was und woran, was. Und wenn die Angst, war ich mich einig, ich würde den Bruder vor absägen. Und dem würde ich vor Leib geben. Ich würde ihm vor sehen. Und beim Handfahren kam mir das so an, das Hauptnisch, ich kann nicht mit dem Haus fahren, das ist alle uit mit mir. Aber ich fuhr han, jene viele, und spaziert mit ihm. Und ich ging dann an und frug, wo scheint es mit dir, wo jet die dort von dir? Bist du glücklich? Hast du ein schönes Leben? Und der Bruder konnte mit mir spazieren, sich ausscheiden, mich wegfahren, packte mich an und sagte, Mensch, ich bin so dankbar, dass du gekommen bist. Und weißt du was, dann sagt ein Hilfsführer mit ein ganz anderer Mensch. Ich kann live practicen, zu einer Person, wo mir Angst wegging. Und das ist ein guter Rat, was wir tun können an Depression. Das ist ein guter Rat, was du tun kannst, wenn du eine andere Angst hast. Und ja, Lied, wo wird es nochmal treffen, wo wird es nochmal schaffen, wenn du wirst anfangen, live zu üben. Dann wird es schaffen. Dann sagt Johannes 16,33, an der Welt hat je Angst, aber seht ihr trost, ich habe die Welt überwunden. So, wir dürfen nicht in dieser Angst leben, wir können aus der Angst rauskommen. Psalm 27, der Herr ist mein Licht, von wem soll ich Angst haben? Von wem soll ich mich grüllen? So immer wahr, wie drei trägt, und wo checkt wie Gott an, wenn wir am non-checken tun, als ein sehr strenger, echter Gott, dann bleibt uns die Angst. Und wenn wir non-checken tun, als er ist ein liebender Gott, der uns gerat hat vom Sünderleben, dann verjährt uns die Angst weg. So krank ist es am Heim. Wenn ich meine Frau anchecke, das ist eine liebe Frau, die mich bedeutet und mich gleichend hat, damit kriegt die Angst weg. Even, wenn ich mal einmal 2 Stunden laut in Haus komme. Da. Ich weiß, sie hat gerechnet, so etwas wegzufahren, und ich kann nicht weiterlassen, und ich komme 2 Stunden laut in Haus, wo ich kann klar kriegen, ist, wenn ich diese Leib mete da, und was sie zu mir hat,
En ik heb klaar wat ik er voor leven geven was, vergeet me de angst gans. Wens ik cover dat, al mijn leven. Dit is een practice waar we ons kunnen uitüben. En weet je wat? En dat grote ding wat passiert is, wanneer ik mijn angst gevoel in huis kom tot de deur aan, en ik kijk mijn vrouw zo aan, zoals wanneer ik me verschuldigd heb, dan wordt mijn vrouw dat feilen. Eén wat is aardig met mijn man, zoals die dan komt 2 stunden lood, en dat is te zijn, dat is wat aardig. Maar wanneer ik de leven van aanvang aan gepractice heb, ik kom je loten aan, en ik kan voort zeggen, wanneer zij komt, en vraag, waarom best du zo lood? Kan je er ganz je loten vertalen wat de oorzaak is. Because mijn hart is vol leven te haar. Damit je alle angst weg. Jesaja 46 zegt, hat nicht Angst, ich sie bei dir. Weich nicht von mir, go nicht weg von mir. Ich sie dein Gott. Ich will die stärken, ich will die helpen, ich will die an meine Hand houden. Das wird best. Denk daran. Gott haft uns in seine Hand. Wir dürfen nicht Angst haben. Psalm 31, 10. Mir ist Angst, mein Leben ist traurig, aber ich sehe die gnädig. Das sagt Gott. Er ist mir gnädig. Ja? Psalm 32, 7, 8. Du bist mein Schirm, ich will dich beschützen, hab nicht Angst. Ich will dich mit meinen Augen leiden. Wat meint dat? Tom dat hij ons kan met zijn ogen leiden, moet we ons laten wer God is te ons. En we horen dat in de Feierklasse sehr klar, dat we brukken mal met Gottes ogen te checken, wo hij aan ons nachcheckt. En wanneer ik aan denk aan wat God gedaan heeft met al deze mensen, wat hier op eerd zijn, die hebben alle een zeil en een geest gegeven, en die hebben alle zo'n geest wat aan lekker doen, hoe hij met connecten kan. En hij heeft deze eed zo gemerkt dat we rein en eten en alles krijgen. En dan van God zijn ogen moet checken, wat deed hij met mij? Waarom wordt mij angst zijn wanneer ik op deze wereld zie? En ik denk, mijn Körper, wanneer hij gestorven wordt, dat is een eedklieter. Hij heeft mij van eed gemerkt, waarom wil ik angst hebben verstorven? Dat is je karakter, dat sterven is je deze veldige leisung. Wat hij versproken heeft, waar we alle nu leren en alle op leven, dat die dag wordt komen. En waarom wordt mij angst zijn? Weet je wat? Verstorven is mij veel meer angst. En wanneer ik denk aan ik zal sterven, maar englijftig zijn en sterken, man, waar wordt dat gaan? Oder ik denk aan ik word weer vastklammen en je voort en worden afwarien. Dat is mij angst voor. Maar weet je wat? Ik warje nog niet af. En wanneer God mij gemerkt heeft en wel mijn huishouden, hij wordt zijn weg wou. We hadden een vrouw, waar me wordt gevraagd, dus ik wil voor beden voor die. Ik en mijn vrouw, wie voerde aan het hospitaal. En die ligt aan bad, zwak al. Die dacht dat vroeg als we weer aankomen beden, die hadden angst. Oké, wie voerde aan? En die kon zo slecht hier, en ik moest mijn kop ganz dicht aan haar oor aanhouden. En dan reden te haar, dat ze mij verstaan kunnen. So ik zat mijn stoel ganz dicht aan bad, en boeg mij ganz aan haar kop aan, dan red ik met haar. En ik moest ook ongeveer zo dichtbij zijn, dat ik nog kon horen waar zij reden deed. Dan vroeg ik haar, waar dat ging. Dan zei ze, mij is angst. Dan vroeg ik, als du nog wat ik kan verbeden, hast du wat op hem hart, wat du wirst gleich nach Rüte bringen, dat die angst kan zijn. Zei ze, nee, ik heb alles gemerkt. Ik weer met mijn dochter, zij van anderen, dat hebben we alle bereid, we zijn ons goed, we hebben het alle naar Jezus gebracht. Daar heb ik geen angst over. Nou, wat is dan wat die angst heeft? Nou, maar eenmaal rolde de troon en zei ze, mis angst alleen te sterven. Nu heb ik mijn dochter, ik kan haar de hand houden. Ik heb die hier, dan vouwt ze me in de hand. Maar waar word je alleen sterven? Dan erklärt ik je dat. Ik zei, weet je wat? Jezus is bij ons. Voort aan die, wanneer je met hem sterven is, voort aan die dochter aan. Hou die aan die. En verder was die dochter loslaten, dan wordt Jezus in de hand zijn, die wat van anderen ziet. Die antwoorden en eeuwig. Geloofst u dat? Nadat ik bede met haar.
En dan denk ik hem gebed met haar naar Jezus. En ik vroeg Jezus, was du, de dag waar ze sterven wordt, wil du haar was holen, haar aan de hand voeten en leiden haar even Jordan en Kanaan. Weet je wat? De angst ging weg. Sofort ik had gebeden, zei ze, nu zie ik vrouw zum sterven. Nu help me, nu zo. Jezus wordt me aanvoeren. So that's the life to practice en ons waarheid te merken, dan gaat de angst weg. Wo sind wir fleischlich? Wann wir Kinder Gottes sind? Wir wollen da ein klein bisschen ernähren von was wir am Anfang hatten. Nicht selber bei das fleischlich, Römer 3, Vers 10, da ist keiner gerecht und auch nicht einer. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du die von heute hast Jesus ergeben, dein fleischliche Part wird niemals gerecht werden für Gott. Du wirst niemals mit die selbst eine Ding tun, wo Gott ihn gefallen hat, wenn es dort fleischlich. Eine fleischliche Natur lebt von selbst, von seiner Ehe, damit wir klar haben. Und so ist es groß sagt, dass Jesus ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen, nicht das wegzunehmen, so kann wir korrekt sein. Jesus ist gekommen, uns im Geist zu erfüllen, nicht das Fleisch wegnehmen. Das Fleisch bleibt bei uns, solange wir leben auf dieser Erde. Dann wollen wir diesen Kampf mit dem Fleisch haben, und da hat Gott rein kein Gefallen an. Und bei uns erfüllt am Hort, dass wir kennen, allein durch seine Gnade, wenn er in uns Hort wohnt hat, das sagt, der Jesus macht uns lebendig. Und dann haben wir eine andere Kraft, dass wir können sein, mit der das Leid nicht steht, bei sie wieder flitsen lassen. Das ist allein Gottes Jesus, Gottes Gnade. Ich hatte so ein Belebnis mal lang lassen, dass ich bekehrt war. Dann ist der Freund, wo ich verheimt habe, wie er wieder bei uns. Und dann hat er einmal vertalt, meine Arbeiter, unsere Arbeiter da, vertalt er, wo wir uns kennengelernt haben, wenn sie früher waren, wo kennengelernt. Dann vertalt er all die dumme Geschichten, was in den Jugendjahren hier passiert war. Mit unseren Stellerien, Trinkerien, all andere Dinge, was wir getan haben, vertalt er das alle. Weet je wat? Ik horchte en ik dacht nog een beetje zo, nou waarom wil ik gerade die dummste Geschichte vertellen? Er sind noch andere, was wir können reden von, wo wir uns kennengelernt haben. Aber ich will stellen, wenn es das wie Wahrheit. Er redet nicht an Wahrheit. Maar einmal sagen uns, ja, wird sagt da, an wir das gleich auch mal gleich so vertellen, sagt er mit einmal, so habe ich Dani nicht kennengelernt. Und dann kann ich reden. Dann sage ich, weet je wat? Das Jung, der vertelt, das Mann, der vertelt alles Wahrheit. Das ist rein bloß Gottes Gnade, dass ich mich anders kann. Weil dort nicht für Gottes Gnade wäre, dann würde ich nachher das selbst Geriese leben. Fleischlich. Die Fleischlichkeit hat Gott kein Gefallen an. Und das kommt drauf an. Ich kann Gott sagen, wenn ich fleischlich gedacht habe, dann hatte ich ihm mit der Hand über das Müll gehabt, dann sie still von der Sache. Aber wir brücken nicht. Du hast Gott kein Gefallen an. Du hast keiner, was verständig ist, nur Gott fragt, nicht einer. Sie sind rein alle abgewichen, sind alle uitgeleist und keiner ist Gott. Wir sind rein alle Sünder und Mangel des Rühmens. Das ist keine Weg, das du und ich fleischlich nach irgendwo ans Riemen können. Römer 8, Vers 7, fleischliche Sonne sein ist eine Feindschaft gegen Gott. Römer 7, 24, ich elender Mensch, ich mache ja kranker Mensch. Wer wird mich losmachen von den Körper des Todes? So, das ist fleischlich. Warum sind du und ich fleischlich? Wenn wir sind so geboren. Aber was macht uns ein Kind Gottes? Als wir erfüllt sind mit einer Macht gegen das Fleisch. Und wenn du wahre Sinn hast, nun bekehren, nun, dass du klar hast, du bist ein Tempel Gottes, das meint, du gehst um Fleisch, du horchst um Fleisch. Das ist die Ursache. Wenn du besser wirst, nur der Bekehrung, als wenn du fleischlich bist. Als wenn du nicht in der Gnade lebst. Du lebst war am Gesetz. Das ist, was da passieren wird.
Wir haben feine Vers in der Bibel, wo das sagt. 1. Johannes 3, Vers 8. Da sagt das, wenn du Sünde das, dann bist du vom Teufel. Wenn wir doch nicht versuchen rumzuwängen, sie denken, ja, ich sehe nicht Gottes, aber was je doch wohl in ihrer Genode Raum haben. Wenn du Sünde das, dann bist du vom Teufel. Wenn du fleischlich bist, dann bist du vom Teufel. Wenn es Gott auf keinen gefallen hat. Dann sagt er, dort ist Jesus gekommen. Dort hat die Worte von dem Teufel verstanden hat. Und dort ist die Erfahrung, was wir im Geist haben, als Kinder Gottes, dass wir kennen, jen diese teuflische Macht stehen. Und die Frucht erkennst du den Baum. Was hast du von der Frucht? Matthäus 7, 16, und die Frucht wirst du den Baum kennen. Wenn du was checken, was du das, dann weißt du, was du im Hort hast. Wenn du Trouble hast nach Metall worden, dann weißt du, du hast ein Gesatzgefühl am Hort. Wenn du noch Trouble hast mit beleidigt worden, dann weißt du, du hast eine Bitternis an dein Hort. Wenn du noch vergrunzt bist, dann weißt du, du hast ein Kontrollgeist an die Beine. Ein Aktgeist. Wenn du unmoralisch bist, dann hast du eine Sexlust an dein Hort. Wenn du an die Depression bist, dann hast du eine Angst. Wenn du eckig bist, dann hast du den Fleischenkontrolle. So da braucht wir nur zu checken. Und ich sage manchmal, du brauchst nicht meten, oh, wo soll sie? Ich sehe jemand bet. Weißt du was, ein Bet eckig sein, das wird gedreven von Beine rüt. Und da muss wir klar haben. Und dann sagt es, wenn du das, dann bist du vom Teufel. So dort hat uns das separieren. Wie man niemals so denkt, ich sehe vielleicht ein halber Christ oder vielleicht wird uitreken. Wie man die Klarheit haben, was die Dinge. Ich sehe dir laatst, ich gleich nicht, wenn je sein, ich schaffe damit. Und ich will dich nicht verachten, wenn ihr das sagt. Versteht mich recht. Wie hat viel mal so eine Rede dort? Ja, ich deal mit das, ich schaffe mit das. Aber was mit Sinn schaffen, wird uns niemals gleichen. Das will ich Ihnen da bringen. Sinn muss wir um Kreuz bringen. Da muss wir aufleihen. Das korrekt ist, wenn ich was Sinn habe, und ich prache, Gott, help mir meine Last trauen. Ich glaube, immer war ein Sinn gewesen, ich habe so ein Trouble. Meine ältere Zeiten, größere Zeiten, ich habe auch den Trouble, help mir diese Last trauen, was ich habe. Weißt du was, du hast keine Gebetserhörung haben. Wenn es Gott hat, die Kreuz gemerkt für dort. Dort kam Jesus und betont diese Sinn, und der braucht wie um Kreuz zu drehen und tot zu stehen, ich, elender Mensch. Wer wird mich loshelfen von das? Dann sagt er, ich danke Gott, der Jesus Christus, kann ich loswerden. So werden wir nicht anfangen mit Zorn, mit Angst, mit Fleischlichkeit zu schaffen. Wenn du weißt, dass du fleischlich bist, dann geh um Kreuz. Das wird anhört. Wenn es dort kommt, nur die Bekehrung. Wir brauchen Jesus. Das Paulus sagt, er starft alle Tage in Kapitel 8, lest um Leben. Sehr fein in Kapitel fordert, er sagt, mir wird so groß eine Schlachterie. Schlagbank, sagt es, ja. Er macht mit seinem Ack ganz steady. Nur die Schlachterie gehen. Er darf nicht mehr das schaffen. Er macht das tot. Und das ist, was wir brauchen. Und da an kannst du sein, wer du bist. Lukas 6, Vers 44. Da sagt es ganz klar, ist das auch. Und die Frucht wirst du den Baum kennen. Der Wardel kennen. Du weißt, von wo das kommen wird. Guter Baum, der kann gute Frucht bringen, aber viele Baum kann viele Frucht bringen. So, wenn du mit den boerste Pot vom Leben, ich kann sagen, überall die Pot von Leben Trouble hast, das kommt von wo. Und da wir da nennen gehen. Ein guter Baum kann nicht schlechte Frucht bringen, und ein vieler Baum kann nicht gute Frucht bringen. Weet je wat een eentje naar haar sagt? Der wer schlechte Frucht bringt, dem moet aufgehakt. Nicht mal das versuchen zu dealen und zu schaffen. Sei ja even, dann ist ich ein Bett dal, nächstes Mal ein Bett weniger dal, worden, sei ich noch weniger dal kann werden. Und ich will niemals ganz loskommen, aber ich will, wenn es so dort so mehr weniger schafft. Weet je wat, wenn wir den was tun, dann hat der Teufel die Macht. Und er wird die Leute weniger da werden, aber er wird die einen Tisch geben. Kannst vielleicht anfangen, ein moralischer Mensch zu sein und anfangen zu glauben, dass ich sie pretty good.
Ik zie gezegend. Ik zie glücklich. Ik zie niet zoals de anderen zijn. Ik kan mijn natuur beherrschen. Ik bruk niet meer drinken. Ik kan goed daaronen. Al deze dingen. No, dat is alles geen trouble. Da was eine Selbstgerechtigkeit. Weet je, dan is de Teufel nog scharf, ja. Wenn sich sie fleischlich ein guter Mensch geworden. Und wir haben viel so. Das sind sehr feine, makelige Menschen, aber die haben kein Glauben an Gott. Das haben sie nicht. Das ist wahr. So, ich kann Ihnen auf diesen anderen Baum wiesen, deshalb, wenn du das fingen hast, Andy, du hast ein Gefühl. Du hast niemals Puche mit dort, aber du hast ein anderes Gefühl von Jana wird ich gleich zu halten. Und ich würde gleichen, wenn ich Jana kann dem Fried geben, dass wir an Fried werden. Und mich verlangt, dem Menschen Leben zu geben. Ich würde gleichen, mal eine schöne Spezies zu haben mit dem. Ich weiß, dass der Mensch hat Weidog. Ich weiß, dass der das schwor. Der ist vielleicht arm, oder der ist bedrückt. Oder sie know, er ist gestorben. Oder er hat Trouble noch mit Zorn. Ich weiß das. Aber ich sehe geduldig mit dem und ich sehe ein Freund zu dem. Wenn du da viele hast, dann weißt du hast nicht eine Bitternis an dein Hort. Was ist in dein Hort? Das ist die Anstellung von der Radung. Das wurde von Rüt gestern, im Heiligen Geist, das kämpft Rüt. Jesus Christus hat die erfüllt und dort trifft die diese Dinge zu tun. Du hast Leisungen, du hast Heilung, du hast Licht, die ist dort klar und du hast Rot für dort. Dort ist der Unterschied. Wenn du dort hast, dann warst du auf Frucht an dem Baum. Charakter an dem anderen, bloß das ist eine ganz andere Sorte Frucht. 1. Korinther 15, Vers 40, da sagt es, dass ja verschiedenste Charpers. Und das habe ich hier al erklärt. Dat jaft een irdische Charpa. En dat jaft, wat zeg je nog? Een jesselje Charpa. Dat jaft fleischelijke Tiere en fleischelijke Menschen. Dat jaft verschiedene Licht, de zon en de maan. Dat jaft de eerste Adam en dat jaft de tweede Adam. Wat weer de eerste Adam? Weer een zeil. En de tweede Adam is een jest. De Bibel leert dat. Dat is een zijn geschmack erklärt. De eerste mens weer van Erd en de tweede van Himmel. Hast du klar, dat du al de tweede mens bist? Hast du diesen Geist von Gnade an dich? Hast du diese Sehn von was ewig hat für den Nächsten? Dann weißt du, der zweite Mensch lebt an dich. Dann hast du dem. Viele Menschen verstehen das nicht. Na, was ist das dann von je kramme Volk, was da irgendwo mit zusammenhauen ans Nennen kommen und irgendwo wird da doch wohl ein Jes sein und wo Gott mit schafft, weiter nicht kriegt wo. Weißt du was? Das sind Jes von den Mitgliedern, wenn du dort hast, die kämpfen von Gott. Diese Frucht von den Jesus, was an dein Hort kann nennen, diese Frieden, Leben, Geduld und all die Dinge, wenn du die an die hast, die trifft, dann bist du der zweite Adam. Das wird braucht. Der natürliche Mensch muss erst kommen und dann der Jesselja. Weet je wat, hier zijn zo'n fijne vers wat het erklären doen. Kijk met dit beeld wat ik hier heb. Ons eerste Adam weer dit met het vleesje. En ons tweede Adam, die kwam van God. Okay, en die kwam van Teufel, de eerste. Nicht die Charpa, aber das Fleischelje. Und der zweite, das was hier kommen wird. Der wird nicht im Fleisch kommen. Weil wir niemals denken, dass wir bloß worden können, ein guter Mensch war im Himmel kommen. Wir brauchen nie geboren zu werden.